Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Programmier-Challenge. Wir lösen wie üblich mit Python und zwar stammt diese Challenge aus dem Vorstellungsgespräch mit LinkedIn. LinkedIn hat ein Faible scheinbar für ein bisschen mathematischere Challenges besser gesagt, und die hier ist sehr interessant gewesen. Ich habe sie mir natürlich schon durchgelesen, möchte euch nun erklären, aber lösen möchte ich sie mit euch gemeinsam. Bei dieser Challenge geht es darum, ich darf nur eine Sache machen, beziehungsweise ich darf zwei Operationen ausführen, zwei verschiedene, und zwar einmal mal 2 und einmal minus 1. Und ich soll damit von meiner linken Zahl auf meine rechte kommen. Das heißt zum Beispiel, wir starten mit 4. Unsere erste Operation könnte sein mal 2, dann haben wir 8. Unsere nächste Operation wäre 16, dann haben wir 32 und wenn wir dann nochmal mal 2 machen, dann haben wir 64. Das ist ordentlich zu viel, wie wir sehen können. Das heißt, wir sollten hier schauen, dass wir irgendwie auf 21 vielleicht landen. Und naja, 21 durch 2 wäre nicht so ganz machbar, aber 21 plus 1, also 22 durch 2 wäre dann wiederum 11. Das heißt, wir könnten hierher gehen und hier von der 16 noch ein paar Schritte einfügen, bis wir bei 15, 14, 13 und so weiter, bis wir bei 11 sind, und dann können wir das Ganze wieder verdoppeln, 22 minus 1, 21, und dann könnten wir auf 42 gehen. Also wir haben wirklich nur diese zwei Operationen und unsere Aufgabe ist es jetzt rauszufinden, wie wir dahin kommen von der linken Zahl auf die rechte Zahl, beziehungsweise was die minimale Anzahl an Operationen ist. Und ja, das ist gar nicht so ohne, wenn man sich das mal so überlegt. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das gerade die schnellste Variante war, die ich hier aufgeschrieben habe. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich hätte man hier was mit 7 machen können. Das heißt, ich mache hier minus 1, dann wären wir bei 7. Dann mal 2 wären wir bei 14. Und anschließend sind wir bei 28, ist auch zu viel. Na ja, gut. Also ist auf jeden Fall wahrscheinlich trotzdem kürzer, als hier von 16 runter zu gehen. Ich nehme an, dass wir das machen könnten. Vielleicht hätten wir es aber auch mit 3 machen können. Und naja, ich will das nicht alles im Kopf ausrechnen. Ich will das eigentlich programmatisch machen. So, wir sehen, diese Richtung ist auf jeden Fall mehr oder weniger Trial and Error. Aber wir wollen ja eigentlich schon eine effiziente Lösung haben. Das heißt, wir wollen im besten Falle hier limitiert sein. Wir wollen nicht unendlich viele Trial-and-Error-Lösungen machen. Das wäre dann die Brute-Force-Lösung. Die dauert meistens sehr, sehr lange. Wir wollen irgendwas Effizienteres. Und hier würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir von rechts nach links gehen. Das ist mir vorhin, als ich die Aufgabe durchgelesen habe, relativ direkt so in den Kopf gesprungen, dass man das ja eigentlich auch machen könnte. Also, dass wir hier quasi erstmal durch 2 teilen können. Dann schauen wir, was haben wir. Dann wären wir bei 21 und dann machen wir von 21 weiter. Denn im Endeffekt habe ich so auch ein bisschen ausprobiert, was wäre die schnellste Lösung für diese Zahl gerade. Also müssten wir das anders machen. Und wir sagen jetzt hier einfach mal, wir schreiben uns die Ops auf. Am Anfang haben wir selbstverständlich 0. Und jetzt gucken wir mal. Wir sagen hier, wir machen das. Wie lange machen wir das denn? While, naja, solange eben y größer ist als x im Zweifelsfall eigentlich immer. Ups, nicht Import, upsala. Das war natürlich so nicht gedacht. Im Zweifelsfall wollen wir natürlich das Ganze so lange machen, bis y gleich x ist. Also solange, ja, eigentlich solange y ungleich x ist. Wobei wir es auch machen, lasst uns das Ganze mit dem größer als machen. Dann sind wir bei kleineren Zahlen, schauen wir nachher noch rein. Und unsere erste Aufgabe ist im Endeffekt, okay, können wir diese Zahl hier teilen? Ja, können wir in diesem Fall. Das heißt, wir sagen hier, okay, schauen wir mal, wenn wir teilen können, also wenn quasi unser y eine gerade Zahl ist, das machen wir selbstverständlich mit Modulo. Wenn wir Modulo 2 gleich 0 bekommen, dann haben wir eine gerade Zahl. Mit Modulo 2 gleich 1 wären wir bei einer ungeraden Zahl und könnten nicht durch 2 teilen. Das heißt, wir sagen, das heißt, wir sagen hier y durch gleich 2. So, damit haben wir y durch 2 geteilt und wir sind bei 21 gelandet. Nächster Schritt können wir das nicht mehr machen, weil wir hier natürlich 21 durch 2, das geht so nicht. Wir sind ja hier bei ganzen Zahlen, wir wollen hier nicht auf Kommazahlen gehen. Und hier müssten wir definitiv hergehen und sagen, okay, ansonsten machen wir was? Naja, das Gegenteil von minus 1 wäre plus 1, also sagen wir hier plus gleich 1. Und was wir hier gemacht haben, ist in jedem Fall eine Operation. Das heißt, die Ops sind auch plus gleich 1. Und dann printen wir uns das doch einfach mal die ganze Zeit. So, ich würde jetzt hier tatsächlich hergehen und mir jedes Mal mein y printen lassen. Und dann einmal zum Beispiel Return Ops machen am Ende. Und dann schauen wir mal ganz kurz, was wir hier haben.
Ich glaube, Ops sollte hier funktionieren. So, schauen wir mal, was hier passiert. So, wir sind hier offensichtlich bei... Ja, okay, das würde so funktionieren, glaube ich. Das heißt, wir gehen hier runter. Ja gut, wir könnten... Ja gut, dann bricht halt die While-Schleife ab. Also, wir würden hier zu 3 runtergehen und dann gehen wir wieder zu 4 hoch mit dem Y. Ah ne, halt, wir gehen nicht mehr zu 4 hoch. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich ein Ungleich machen. Wir müssen ja wieder hier hochgehen zu 4 quasi. Das heißt, wenn wir hier bei 3 angekommen sind, gehen wir wieder zu 4 hoch. Also sagen wir hier, okay, 21, 22, 11, 12, 6, 3, 4. Ja, okay, das wäre dann ein Schritt, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte. Ich glaube, das ist deutlich weniger als das, was wir vorhin hatten. Wir sind nämlich vorhin nicht zu 3 runtergegangen, sondern sind direkt auf 8 gesprungen. Und das scheint der kürzeste Weg zu sein. Wir sind hier allerdings auf jeden Fall noch bei nicht ganzen Zahlen. Das will ich hier mal ganz kurz ändern. Hier sind wir jetzt wieder nur bei Integern. Das ist deutlich angenehmer so, aber gut, macht jetzt in dem Fall nicht wirklich einen Unterschied. Und naja, das ist trotzdem, glaube ich, nicht so ganz, oder ist das schon unsere optimale Lösung? Das wäre ja ziemlich krass, wenn wir jetzt schon die Lösung hätten. Ich mach's kaputt. Was machen wir, wenn wir hier sind? Also ich meine, in der Aufgabenstellung steht ja an sich nicht drin, dass wir x nicht, wir dürfen ja -1 rechnen, das heißt, x muss irgendwann genau gleich y sein. Das heißt, wir müssen hier... Oh ja, okay, wir haben eine Endlos. Okay, also was passiert hier? Das müssen wir uns mal ganz kurz angucken. Oh, das war zu lange. Ich werde wieder zu langsam gewesen sein. Oh, nee, hier. Also 21, 22, ja, okay. Wir versuchen halt zuerst zu halbieren und dann wieder hoch zu gehen. Und dann schwanken wir hier zwischen 2 und 1. Also es funktioniert auch nicht, wenn wir hier quasi negative Zahlen verwenden würden. Dann wären wir hier auch broken. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich wieder auf dieses größer als gehen, aber wir müssen trotzdem irgendwie hinbekommen, dass wir dann hoch iterieren. Aber wir müssen auch mit kleineren Zahlen klarkommen können. Okay, dann würde ich hier vorne dran erstmal eine kurze Schleife einfügen, weil y kleiner als x, da wollen wir einfach nur, was wollen wir denn da machen? X plus gleich 1 und Ops plus gleich 1. Ah, nee, halt, minus gleich 1. Ups. Ja, wir können x genauso um 1 verringern. Wir könnten auch y um 1 vergrößern. Das würde auch funktionieren. Damit sollten wir hier tatsächlich mit einer Operation angekommen sein. Das ist gut. So, dann haben wir den Fall schon mal fertig. Dann haben wir diesen Fall hier, dass auch wirklich y auf jeden Fall entweder gleich groß ist oder größer ist als x. Dann haben wir das. So, der Punkt ist allerdings trotzdem, wir haben hier das Problem, wenn wir jetzt wieder hier auf unsere 4 und unsere 42 kommen, dann kriegen wir hier die 6 Schritte raus, was nicht richtig ist. Wir brauchen 7 Schritte. Wir müssen von der 3 wieder auf die 4 hochgehen und ein Ungleich würde funktionieren hier. Was wäre denn, wenn wir das Ganze negativ machen? Wenn wir hier sagen, von -4 auf von -42 auf -4. Das würde wahrscheinlich noch kaputt gehen. Ja, genau, wir sind hier bei 0. Das würde auf jeden Fall so nicht klappen. Okay, ich habe nochmal ganz kurz nachgelesen. Es ist tatsächlich eine Aufgabenstellung, die besagt positive Zahlen. Das heißt, wir müssen hier mit negativen Zahlen nicht klarkommen. Das ist schon mal eine Erleichterung. Sorry, aber trotzdem haben wir hier das Problem, dass wir hier eigentlich ganz gerne die 7 Schritte hätten. Und wir können hier mit dem Ungleich das Ganze zwar einigermaßen machen, aber es ist nicht gerade elegant. Und außerdem das hier können wir auch eigentlich uns sparen, indem wir Folgendes machen. Halt, hier müssen wir größer als machen. Indem wir Folgendes hier machen. Und zwar, wir geben hier nicht einfach Ops zurück, sondern wir geben hier Ops plus x minus y zurück. Was das im Endeffekt tut, ist Folgendes. Die sollten ja eigentlich gleich groß sein. Im besten Fall sind sie gleich groß am Ende, ja. Das bedeutet, wir haben, also nein, sie ist nicht gleich groß. Wir haben hier eine 3 und wir haben eine 4 als x. Das bedeutet, wir haben hier plus 4 minus 3.
Ja, unser y wurde ja zu 3 hier unten. Das heißt, plus 4 minus 3 wäre plus 1 Schritt, weil wir eben dann von x minus 1 rechnen. Also von 4 rechnen wir minus 1 und landen dann bei der 3. Das heißt, wir haben hier noch einen Schritt gebraucht, um wieder dahin zu kommen. Das bedeutet, wir haben hier relativ schnell eigentlich so einen Schritt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die optimalste Lösung ist. Also lasst uns mal ganz kurz nachdenken. Ist das wirklich die beste Lösung? Nehmen wir an, wir haben eine Zahl wie zum Beispiel 42. Wir können durch 2 teilen, dann sind wir bei 21. Wir können nicht durch 2 teilen, sind bei 22. Wir könnten jetzt, anstatt direkt zu 11 zu gehen, auch zuerst zu 23 gehen. Dann können wir aber nicht durch 2 teilen, das heißt, wir müssen zu 24 gehen. Dann landen wir, also das wäre jetzt ohne die 11 hier, dann wären wir hier bei, Sekunde, dann hätten wir 3 mal plus 1 gemacht, dann landen wir bei 12. Alternativ könnten wir hier auch von 42, 21, das hatten wir ja gerade, 22, das ist immer noch dasselbe, und dann direkt auf 11 und dann auf 12 gehen. Das heißt, der Schritt ist in jedem Fall schneller als der hier oben. Das heißt, das macht keinen Sinn. Das heißt, sobald wir teilen können, ist es sinnvoll zu teilen. Außer, was passiert denn, wenn wir zur Zahl, das soll natürlich 21 hier heißen. Was passiert denn, wenn wir zur Zahl 20 wollen? Wenn wir zu 20 wollen von 42. Ich kommentiere das mal ganz kurz aus und schaue mir mal an, was unser Programm uns ausgibt. Also 20 auf 42. So, dann würden wir hier auf 21 gehen, auf 22, auf 11 und dann auf 12. Und dann, genau, wir gehen auf 11 und dann sind unsere fertigen Schritte 12. Das heißt, wir rechnen danach nur noch plus 1 quasi auf y drauf. Also haben wir hier 12 Schritte. Also ein Schritt, zwei Schritte und dann 10 mal plus rechnen. Wenn wir auf 20 wollen. Ja, doch, das müsste stimmen. Geht das schneller? Wenn wir hier auf 21, Sekunde, also das wäre jetzt die normale Strategie, wenn wir auf 21 draufrechnen, 22, dann 23, 24 und wir wollen bei 20 landen, dann müssten wir bis 40 hochgehen, bis es sich wieder lohnt. Das heißt, wir hätten in jedem Fall plus 2 immer gemacht und wenn wir zuerst teilen und dann plus addieren, hätten wir plus 1 gemacht. Das heißt, ich glaube schon, dass das die schnellste Lösung ist. Jetzt haben wir natürlich immer noch das Problem, wir könnten ins Negative rutschen, allerdings, wenn wir hier keine negativen Zahlen angeben, dann ist das tatsächlich auch nicht nötig. Also tatsächlich alles, was kleiner ist als 1, ist hier sowieso laut Aufgabenstellung nicht erlaubt. Wobei das leider erst, nicht direkt dabei stand. Das habe ich jetzt nur durch die Kommentare und so weiter da rausgefunden, aber ein bisschen schwierig gewesen. Also Aufgabenstellung nicht ganz so geil, man muss aber immer bedenken, wir reden hier von einem Vorstellungsgespräch, das heißt, ich darf da im Zweifel auch eine Nachfrage stellen, je nachdem wie es ist und das wäre jetzt hier der Fall gewesen. Also in dem Fall wäre es eigentlich eine solide Lösung, was wir hier oben haben. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch die schnellste Lösung. Eine zweite Lösung, die mir einfallen würde, wäre eine Greedy-Lösung. Also das ist eigentlich eine Greedy-Lösung, was wir hier geschrieben haben. Eine zweite Lösung wäre eine Brute-Force-Lösung. Die wäre natürlich offensichtlich nicht so effizient, weil wir erst alles ausprobieren müssten. Und dann würden wir wahrscheinlich rekursiv arbeiten, würden sehr schnell in eine Recursion-Depth oder sowas reinkommen. Also so ist es tatsächlich, glaube ich, am optimalsten. Das sind ja eigentlich nur ein paar Operationen hier. Wir brauchen in diesem Fall jetzt gerade maximal, das haben wir, im schlimmsten Fall ist unsere Zahl extrem weit weg. Das hier machen wir ja bloß, wie viel Mal machen wir das denn? Das hier, also die plus 1 machen wir maximal, maximal gleich oft, wie dass wir hier teilen. Weil wir teilen immer, wenn wir können. Und wenn wir nicht teilen können, dann machen wir plus 1. Ansonsten ist das hier unten wirklich eine feste deterministische Rechnung. Wir teilen hier so lange die Zahl, bis wir wirklich ganz, ganz niedrig sind. Also das heißt, wir gehen hier quasi von y geteilt durch 2. Also eigentlich sind wir hier logarithmisch. Das heißt, wir sind hier, dadurch, dass wir immer teilen, sind wir maximal in O von log n.
das ist die Zeitkomplexität hier von diesem Aufruf, also von dieser While-Schleife im Endeffekt, weil wir hier das Ganze maximal O von log n mal machen und dieses plus 1 führen wir maximal auch genauso oft aus wie dieses geteilt durch hier, also eben O von 2 mal log n, was O von log n ist. Und dieses plus 1 am Ende, gut, das ist eine Operation, die führen wir genau einmal in jeder Schleife aus. Und am Ende, das ist eine einzige Operation, das heißt, das fällt nicht ins Gewicht. Und ja, gut, Space Complexity ist sowieso O von 1, weil wir hier eine Variable brauchen und den Rest machen wir hier quasi in unserer Variable. Wir legen ja keine Schleifen, keine Listen oder sowas an. Super. Damit glaube ich, dass wir die effizienteste Lösung gefunden haben. Wenn ihr eine effizientere Lösung findet, dann schreibt mir das ganz gerne. Ich bin auf eure Lösungen gespannt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.